Hi Leute, willkommen zu Dran gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, wir machen bei den Messerscheiden weiter. Ne? Ich habe jetzt noch eine dritte gebaut, die zeige ich euch dann gleich. Da habe ich jetzt noch ein bisschen was umgeändert. Erkläre ich gleich auch noch ein bisschen was zu. Hätte ich besser vielleicht direkt machen sollen, aber naja gut. Wie gesagt, waren die ersten Prototypen, man lernt ja dazu. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen und eine Glocke, dass ihr keins meiner Projekte verpasst. Dann bleibt dran, wir sehen uns. So, und zwar zur Erklärung. Ich hatte ja die ersten Dinger gemacht. Ich hätte hier besser 4 Nieten reinmachen sollen. Also ein bisschen enger zusammen und dann mit 4. Ich habe nämlich jetzt nochmal, ich hatte ja eine nochmal als erste gemacht. Jetzt habe ich hier noch so ein bisschen was über die Spitze, dass das so ein bisschen aussieht wie so eine Schutzhülle als Spitzenschutz. Ne? Da muss ich jetzt gucken, da kommen wahrscheinlich Abgüsse und der Rest, ja mal gucken, ich weiß es noch nicht so genau. Jetzt bin ich hier hingegangen, habe jetzt hier 4 Nieten. Ich sehe gerade die eine, die hat nicht so ganz, die sieht ein bisschen krumm aus. Naja gut, kann man jetzt nicht mehr so viel dran machen. Hier habe ich dann 4 genommen. Kann man dann wesentlich besser dran an den Gürtel. Ne? Hätte ich dann, wie gesagt, bei denen auch. Also wenn er nochmal macht, entweder längs, dass da mehr Abstand ist, oder halt 4. Ich habe schon lange nichts mehr mit Leder gemacht, deshalb ist das wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Naja, ist ja egal. Wie gesagt, deshalb baut man Prototypen. So, ja, dann werden wir mal anfangen. Das Ganze werden wir jetzt erstmal wieder einige Schichten mit Flexi-Paint. Und dann werde ich das Ganze so ein bisschen mit Abgüssen noch aufpeppen. Da weiß ich noch nicht, ob ich die Scheide dann komplett mit Abgüssen voll mache oder nur so ein Stück. Da werde ich noch ein bisschen überlegen, mal gucken. An ein paar Stellen glaube ich, da werde ich doch ganz drüber, weil hier habe ich immer noch so ein bisschen Falten drin. Da habe ich wieder nicht so genau gearbeitet. Also wie gesagt, passt auf. Je genauer ihr dann bei dem Kleben nachher arbeitet, umso besser sieht es dann nachher aus. Gut, mit den Abgüssen kann ich da noch ein bisschen was kaschieren, aber es ist halt besser, wenn ihr keine Falten drinnen habt. Was natürlich passieren kann, aber wie gesagt, ich kann nicht immer noch ein bisschen kaschieren. So ein paar Tricks gibt es ja. Und dann geht das schon. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr merkt, dass das Flexi-Paint nicht so gut auf dem Fliegengitter hält, beziehungsweise dann auf dem Fliegengitter ein Heißkleber, könnt ihr hingehen und macht, bevor ihr anfangt mit Flexi-Paint zu pinseln, noch mal eine Schicht Pattex drüber. Habe ich jetzt in dem Fall hier nicht gemacht, aber das hilft ungemein. Ihr seht hier an einigen Stellen, ich hoffe, das kann man erkennen, also hier, da zieht sich nämlich die Farbe weg. Ist nicht schlimm, lasst ihr einfach dann trocknen und dann nach ein paar Schichten habt ihr das dann auch alles zu. Ist halt nur ein bisschen, wie ihr hier seht, das ist jetzt hier auch so ein bisschen sich am Auseinanderziehen. Ja. Geht dann noch ein paar Mal drüber, wie gesagt, aber am besten dann erstmal was trocknen lassen und dann später nochmal drüber gehen. Müsst ihr ja sowieso einige Schichten drauf. Aber wie gesagt, um das zu vermeiden, macht am besten eine Schicht dünn mit dem Pinsel, Pattex einmal komplett über das Fliegengitter. Da habt ihr dann eigentlich gar keine Probleme mehr mit. Und das Flexi-Paint kriegt ja auch kein Latexkrebs, also von daher ist das eigentlich eine ziemlich gute Sache. Ja, wie ihr seht, das sieht jetzt hier aus wie so ein Schweizer Käse, das kommt aber auch, wenn er zu viel Wasser dann noch am Pinsel hat. Ja. Das Flexi-Paint, das zieht sich auf so glatten Flächen unheimlich gerne mal weg. Ja. Deshalb sind sehr glatte Flächen auch gut dann für Abgüsse zu machen, weil man dann auch wieder gut rauskriegt. Wie gesagt, das mache ich jetzt bei allen 3 Versionen. Und dann muss ich jetzt gucken, wie ich die gestalte. Wie gesagt, ich bin echt am Überlegen, ob ich da ein bisschen mehr Abgüsse drauf pappe. Naja, mal gucken. Mal schauen, wie ich Bock und Laune habe. Die Farbe ist jetzt, denke ich mal, sind hier noch Schichten drauf. Jetzt habe ich ein paar Abgüsse noch übrig gehabt von so ein paar kleinen Messerchen, die ich noch gemacht hatte. Das Ganze werden wir jetzt noch ein bisschen hübsch machen. Bei dem einen hier habe ich schon so ein bisschen was drum, schon so ein bisschen braun gemacht. Da muss ich mal gucken. Der Rest, ich habe dann hier auch noch so aus Dreiermatte so eine Spitze drauf gesetzt. Naja, geht es so. Kann man lassen. Sieht halt alles durch die Matten und so, ist ein bisschen klobiger wie in echt, aber das ist ja bei Labsachen meistens, dass die ein bisschen klobiger aussehen. So, dann gucken wir mal, hoffentlich ist das Teil lang genug.
'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. So, dann haben wir die Holzfarbe soweit schon mal drauf. Gucken wir mal, ob wir noch so Schwämmen haben. Also ein paar können wir dafür noch benutzen. Gucken wir uns das hier mal an. Ein bisschen abdunkeln das Ganze. Ja, das sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. So, und weil wir das Ganze ja hier für das Messer, dann nehmen wir jetzt Bronzefarbe dafür. Schwarz brauchen wir erstmal nicht mehr. So. Mal gucken. Das sind jetzt so ganz toll geworden vom Schneiden her. Der hier, der ist soweit fertig. Schön trocken, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bei dem hier hätte ich vielleicht auch ein bisschen mit dem Geriffel machen sollen. Mal schauen. Wir machen jetzt einfach mal nur so ein bisschen schwarz drüber und gucken mal, wie es damit aussieht. Einfach so ein bisschen stark verdünnt mit schwarz. Weil das Braune sieht wirklich noch ein bisschen arg künstlich aus. Sieht doch schon deutlich besser aus. Naja, auf jeden Fall glänzend nicht mehr so schlimm. Aber wie gesagt, ich hätte besser hier wie hier machen sollen. Das ist schon ein Unterschied. Aber wie gesagt, ich wollte ja auch mal ein paar Sachen mal ausprobieren, so rein optisch, was halt besser aussieht oder halt nicht so gut. Gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Bei denen hier, ne, Top machen wir noch nicht. Bei dem machen wir hier auch noch mal mit Bronze und das mit dem Krummen, damit es zu dem Messer passt, gehen wir dann mit Gold drüber. Machen wir einmal einen Klatsch Bronze, einmal was Gold. So, fangen wir erstmal hier mit der Bronze an. Also ich muss sagen, der Bronzeton, der gefällt mir richtig immer gut. Ich mag den eigentlich noch lieber wie Gold. Weil der passt irgendwie, ich sag jetzt mal zu dunklem Leder oder Holz, finde ich, passt der ganz gut. Also relativ harmonischen Unterschied. Also ich sag ja, Gold ist auch nicht schlecht, ne? Aber wie gesagt, der Bronze gefällt mir irgendwie besser. Warum auch immer. Ja, dann haben wir hier das Teil. Das lassen wir jetzt auch noch ein bisschen trocknen. Das ein bisschen weiter drauf schieben, weil die eine wollte ich jetzt eigentlich schon anfangen zu topcoaten. Und zwar die hier. So. Dafür nehme ich wieder hier den matten Topcoat. Und einen von meinen Pinseln. Der ist wieder ein bisschen hart. Naja, gut. Fangen wir erstmal unten an. Oh, das ist noch sehr hart. Der muss erstmal wieder ein bisschen aufweichen. Also so als kleiner Tipp, wenn ihr den wieder ein bisschen weicher dann haben wollt, also wenigstens an den Spitzen, stellt den vorher erstmal noch ein bisschen in Wasser rein. Dann lasst ihr den ein bisschen antrocknen und dann ist er wieder relativ weich.
Habe ich jetzt bei dem hier nicht gemacht, hätte ich besser auch machen sollen. Aber dann klappt das wirklich gut. Ja, dasselbe machen wir dann jetzt gleich auch dann mit den anderen zwei. Dann der Topcoat drauf und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Sachen gemacht. Ne? Das eine hier ein bisschen mit Gold, die anderen halt mit Bronze. Dass das so ein bisschen passt. Eins, was mich ärgert, von den Messern habe ich nur noch eins. Wenn wir noch mal welche machen müssen. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich denke mal, das ist ganz hübsch. Ne? Passt auch. Wie gesagt, jetzt ist natürlich hier für das eine habe ich leider nichts. Ne? Da muss ich noch mal eins bauen. Aber das ist ja kein Problem. Solange man die Schablonen hat, kann man das ja machen. Ja, so sehen die Dinger jetzt aus. Ich guck mal, ich mache mal eine andere Einstellung, dass ihr da mal ein bisschen besser gucken könnt. Ja, so sehen die aus. Ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. So, gehen wir mal wieder zurück. So, das war es mit dem Projekt. Ich denke mal, ne, das sieht so ganz hübsch aus. So als kleine Alternative für Lederscheiden zu machen. Ist echt eine interessante Idee gewesen. Wie gesagt, ist schon ziemlich gut. Also so rein überlegungstechnisch, wie gesagt, also so mit 4 Nieten so oder halt dann hiermit entweder die so schräg versetzt. Das wäre vielleicht eine Idee, ne? Also so ein bisschen diagonal. Oder halt mit 4 Nieten, dann ist es, also am Gürtel wird es gut halten, ne? Das geht. Aber so, wenn man so langsam, wenn man so dann hängen sieht, sieht es schon ein bisschen komisch aus. Aber wenn es dann dran ist, geht es eigentlich. Wie gesagt, es wäre besser, wenn ihr dann hier oben noch irgendwie was habt. Das ist dann schöner zum Hinhängen. Oder wie gesagt, dann halt das. Ich denke mal, das ist so zu so einer Lederscheide eine gar nicht mal so schlechte Alternative. Kann man eigentlich mit arbeiten. Wie gesagt, dann hinten die Halterung ein bisschen anders machen und eventuell würde ich noch, wenn ich noch mal welche mache, gucken, dass ich mir irgendwie so ein bisschen Filz oder sowas, irgendeinen Stoff, der was fluffig ist, dass das besser rein und raus geht. Ich könnte mir vorstellen, wenn man dann öfters rein und raus, dass schon mal ein bisschen der Topcoat dann abgeht, aber was beim Flexipaint ja auch kein Problem ist, mäht man einfach wieder eine Schicht oder 2 drauf und dann ist das auch wieder gut. Ja, dann wünsche ich euch allen noch ein frohes Fest. Ne? Bin heute ein bisschen spät dran. Ich wollte eigentlich Sonntag schon fertig haben. Aber ihr kennt es ja. Ich bin auch nicht immer so total motiviert. In letzter Zeit eher ein bisschen weniger. Jetzt nicht unbedingt die Videos, aber ich bin momentan ein bisschen niedergeschlagen, weil das mit meinem Hauskauf alles nicht so wirklich funktioniert, wie ich mir geträumt hatte. Aber das ist ja eine andere Sache. So, dann hoffe ich, dass ihr alle reich beschenkt worden seid. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen und so weiter. Kennt ihr ja schon den ganzen, ne, was ich da immer so runterleier. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.